So, in diesem Video möchte ich einmal die Frage beantworten, ist Substack eine gute Lösung für E-Mail-Marketing oder eben nicht? Ich habe das ein paar Mal gehört, die letzten Male, die letzten Wochen. Immer wieder haben mich Leute gefragt, wieso brauche ich denn überhaupt noch so ein richtiges E-Mail-Tool, wenn ich denn jetzt auch Substack nutzen kann? Das ist ja auch kostenlos und überhaupt ist das eigentlich eine richtig schöne Lösung. Also zuerst will ich einmal zeigen, warum Substack wirklich eine coole Lösung ist. Es ist nämlich schön, es ist einfach zu bedienen, man ist sehr schnell angemeldet. Ich habe das mal gemacht, habe jetzt hier einfach unter lsbb.substack.com meine Seite bekommen. Habe mich ja wirklich jetzt erstmal nur angemeldet und das erste, was man hier schon sieht, ist, ich kann sogar meinen Paid Service hier verbinden, also mein Stripe-Konto. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über Substack nicht nur einfach Newsletter rauszuhauen, sondern ich könnte damit sogar Geld verdienen, indem ich sage, ihr könnt mir eine Monats- oder eine Jahresgebühr bezahlen, um diesen Newsletter zu lesen. Das ganze Management dahinter, wer darf was sehen oder auch nicht, das kann wiederum Substack dann machen. Also das ist schon mal eine relativ einfache Lösung. Man kann das aber auch einfach nur zum E-Mail-Newsletter verschicken und sozusagen als Seite dafür für die einzelnen Posts auch verwenden. Man muss diese Paid-Funktion nicht verwenden, aber wer das eben möchte, der könnte das hier auch machen. Ein großer Vorteil von Substack ist, dass man hier so eine Sharing-Funktion hat, beziehungsweise auch gefunden werden kann. Das heißt, Substack versteht sich selbst als großes Netzwerk, so ein bisschen wie Medium.com für Texte. Es ist also keine isolierte Lösung, wo ich mich einmal nur anmelde und dann sozusagen nur meine Kontakte da mit E-Mails befeuern kann, sondern wenn sich jemand jetzt bei meinem Newsletter anmeldet, dann bekommt er automatisch innerhalb der Plattform, also auch von Substack, auch vorgeschlagen, hey, guck mal, hier sind noch 3 weitere Newsletter, die könnten dir auch gefallen. Also genau so könnten übrigens auch Leute dann wiederum deinen Newsletter finden, die vielleicht vorher noch nie was gehört haben und aber eben bei einem anderen ähnlichen, thematischen, relevanten Newsletter sich angemeldet haben und dann eben deinen vorgeschlagen bekommen. Also das ist eine sehr coole Funktion und könnte auch dazu führen, dass man eben ein bisschen schneller in der E-Mail-Liste wächst. Aber natürlich muss man den Löwenanteil selbst leisten. Substack bietet hierfür an, dass man relativ schnell von Mailchimp oder auch anderen Anbietern die Kontakte einfach hochlädt per CSV und dann kann das auch schon losgehen. Rein vom Editor, das zeige ich auch mal hier, gibt es die Möglichkeit, ja, also relativ einfach loszulegen. Hier unten ist jetzt ein Beispieltext, wie das aussehen könnte. Ich habe halt hier die Möglichkeit, einfach irgendeinen Titel einzutragen, mein erster Newsletter, und habe dann die Möglichkeit, hier einen Subtitle einzugeben, Oscar Number One, und dann geht's auch schon los. Also hier könnte ich jetzt, ich bin quasi selber als Autor hier drin, also wenn ich andere Autoren noch mit dazu nehmen möchte, könnte ich das hier auch machen, die werden dann entsprechend auch dargestellt. Ansonsten kann dann hier einfach der Text. Und genau, ich habe die Möglichkeit, das auch schön zu editieren, kann also hier meine Überschriften zum Beispiel formatieren, einfach draufklicken, hier oben dann den Style auswählen und ja, wie in einem schönen Texteditor. Was noch besonders ist, beziehungsweise jetzt auch nicht mehr so besonders, machen ja viele auch, man kann hier Bilder, man kann hier Audiodateien, Videodateien einbetten, also das Ganze nicht nur per Link quasi von YouTube zum Beispiel einbetten, sondern ich könnte hier jetzt auch selber ein Video hochladen, was dann bei Substack gehostet wird. Ich könnte sogar hier ein Video jetzt aufnehmen und das dann eben hier reinbetten. Beim Audio-Files geht das so ähnlich. Ich könnte hier auch ein Audio-Embed machen, ich könnte aber auch Voice-Overs quasi hochladen oder einsprechen hier. Auch das ziemlich cool, also rein von der multimedialen Möglichkeit ist das auf jeden Fall, ich sag mal, sehr modern und auf jeden Fall gut und auch schnell erledigt. Das ist schon viel, was man hier bekommt, was man hier machen kann und trotzdem relativ einfach gehalten. Wer jetzt so nach, ich sag mal, diesen klassischen Themes sich umschauen möchte, die man halt so von früher Mailchimp und so weiter kennt, das ist jetzt hier so in dem Format erstmal nicht vorgesehen. Substack versteht sich, wie gesagt, so als Geschichtenerzählerplattform, womit das Ganze vor allem textbasiert ist. Und ja, entsprechend sieht das dann am Ende auch aus. Wie gesagt, wenn das dann einmal live ist, würden hier halt Artikel erstehen. Ich habe mal, ich nehme mal hier einen anderen, den vom Tim Denning zum Beispiel. Das ist jemand, den habe ich schon abonniert. So würde die Seite dann aussehen. Man wird da also hingeleitet, kann dann sich hier eintragen, wenn man das möchte. Der hat jetzt in dem Fall schon 91.000 Subscriber. Das ist optional. In dem Moment klicke ich hier auf No Thanks. Ich will jetzt einfach mal so sehen, was der hier macht. Das ist also von ihm so angeboten, dass ich das kostenlos alles anlesen kann.
Und hier sieht man dann schön, wie sowas aussieht. Überall Formulare drin, die auch irgendwie schon vorausgefüllt sind, Share-Buttons und dann einfach sehr schöne Textformatierungen. Das sieht sehr ähnlich aus zu dem, wie das so bei Medium.com aussieht, wo der Tim Denning übrigens auch schreibt. Da könnte man das mal sehr gut vergleichen. Ist im Prinzip dasselbe. Man kann ja sogar auch bei Medium per E-Mail die Artikel abonnieren. Also so ähnlich ist es dann hier auch, bloß dass hier eben dieser E-Mail-Fokus im Vordergrund ist. So, das zum einen erstmal Substack. Ziemlich coole Plattform, wie ich finde. Relativ schnell eingerichtet, ist performant, sieht gut aus, hat die Möglichkeit hier eben auch so ein bisschen so eine Art Website zu machen, wo man mal was über sich erzählt. Das gefällt mir schon ganz gut. Wenn man jetzt Substack nutzen möchte, um damit Geld zu verdienen, da gibt es eine Möglichkeit, genau, hier könnte ich jetzt also meinen Stripe-Account connecten, wenn ich das möchte. Möchte ich jetzt nicht, deswegen springe ich mal wieder zurück. Und habe also hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte für ein Monatsabo das, für ein Jahresabo das und für Founding Subscription noch mehr nehmen. Das Ganze in verschiedenen Währungen. Abgerechnet wird das Ganze dann über Stripe und darüber dann auch ausgezahlt. Also man kann da sein deutsches Konto hinterlegen und kriegt dann alle 3 Tage oder zumindest am Anfang einmal im Monat das ausgezahlt. Was auch noch schön ist, man kann innerhalb des Substacks verschiedene Sections erzeugen. Das ist eine Möglichkeit, mit der Nutzer dann wiederum ja sozusagen separate Abos abschließen können. Also eine Section wäre jetzt hier ein Bereich, den nenne ich jetzt mal nur Podcast als Beispiel. Ne? Podcast. Kann dann hier ein Bild hochladen, kann irgendwie einen Absender-Name hochladen und könnte dann sogar meine Podcasts, RSS-Feeds da einbetten. Und der Vorteil ist, dass Leute, die dann diese Section abonnieren innerhalb von meinem Substack, dass sie dann das separat abonnieren können und sagen, ich will nur das, aber ich will nicht das andere. Und so könnte man sich selbst, wenn man dann jetzt wirklich viel publisht, auch nochmal selber das Ganze ein bisschen aufbohren möchte und mehr strukturieren möchte, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Genau, was ist noch hier zu sagen? Stats, ich habe also jetzt natürlich hier keine, ich nutze es nicht aktiv, aber ich wollte es einfach mal zeigen. Man kann hier dann sehr schön sehen, wie viele E-Mails kommen dazu, wie viele Subscriber kommen täglich, wöchentlich dazu, wie viel Traffic. Also das ist schon ganz gut. Die Subscriber insgesamt hat man hier schön im Überblick. Substack sagt übrigens auch so rein rechtlich, dass man alles, was man auf Substack schreibt, dass das auch weiterhin dein Eigentum bleibt, also dein geistiges Eigentum, das kann dir keiner nehmen. Aber du bist eben an die Vorgaben der Plattform gebunden und damit zum Beispiel auch an das Pricing. Wenn ich jetzt mal hier Substack Pricing google, es ist ein relativ einfaches Pricing. Also Stripe kostet immer, wenn man das nutzt. Du bist ja selber Nutzer bei Stripe. Du musst dich dort selber bei Stripe auch einmal verifizieren als Verkäufer beziehungsweise als Unternehmen, als Selbstständiger und zahlst dann halt jedes Mal, wenn jemand darüber bezahlt, eine kleine Gebühr. In Deutschland sind das 1,5%, nicht so viel wie hier, und eine kleine Transaction-Fee pauschal. Wenn jemand, also es hängt auch immer ab von wie zahlt der Kunde, mit welcher Zahlungsart zahlt der Kunde, aber es ist so ungefähr zwischen 1,5 und 1,9% in Deutschland, plus, ich glaube, es sind auch 30 Cent. So, das zahlt man also immer direkt an Stripe, wird abgezogen von den Auszahlungen, bevor man die bekommt. Und zusätzlich gibt es dann jetzt hier noch diese 10% Transaction Fee, die Substack einnimmt. Das heißt, wenn du 10 Euro verdienst, dann nimmt Substack einen davon und Stripe dann nochmal 1,9% plus 30 Cent davon. Das heißt, dir bleiben dann 8 Euro und ein bisschen was übrig. Was okay ist so, dafür ist es halt, wird diese Plattform bereitgestellt, aber es gibt jetzt keine Fixgebühr für Substack, um das überhaupt nutzen zu dürfen. Das gilt allerdings auch nur, wenn du wirklich diesen Paid-Modus verwendest. Und wenn du ihn nicht verwendest, dann hast du die Möglichkeit, Substack auch erstmal kostenlos zu verwenden. Also man kann das, ja, wie gesagt, komplett kostenlos verwenden. Es gibt jetzt keine Grundgebühr. Du kannst also sogar E-Mails raushauen, die ohne irgendwelche Gebühr kommen. Und das ist wirklich ein Vorteil. Also man ist da immer in diesem Substack, in dieser Welt gefangen. Du kannst es jetzt nicht super schön selbst branden. Und es gibt, soweit ich das jetzt sehe, auch erstmal keine Limits, was diese kostenlose Versendungsmöglichkeit angeht. Insofern, das ist wirklich eine gute Sache. So, das erstmal ganz grob zum Substack zur Vorstellung. Es gibt noch so ein kleines Aber, was ich mitgeben möchte. Und zwar ist der Substack ein US-Unternehmen und nutzt als US-Unternehmen auch verschiedene Sub-US-Unternehmen. Und wir haben ja jetzt seit Sommer 2023 das neue Transatlantic Data Privacy Framework, also der Nachfolger vom Privacy Shield in Deutschland.
beziehungsweise in der EU, was halt gilt und damit den sicheren Datenaustausch in die USA wieder möglich macht. Eine Voraussetzung dafür ist aber, damit es auch DSGVO-konform ist, dass diese Unternehmen, die jetzt in den USA sitzen, nicht mehr in dem unsicheren Drittland sind, sich trotzdem in so einem Self-Certification-Prozess zertifizieren. Und das Ganze kann man unter dataprivacyframework.gov einmal schauen, wer da schon dabei ist in dieser Liste. Und wenn ich jetzt hier sowas wie Amazon mal eingebe, das ist eine öffentliche Liste, da sehe ich dann hier, Amazon ist zum Beispiel jetzt schon dabei, also kann man Haken dran machen. Es gibt aber auch in diesem Substack Data Processing Agreement, also der Anhang zu den Privacy Statement von Substack. Da sind jetzt einige da drin. Ich habe die jetzt teilweise gecheckt, aber eben auch nicht alle. Aber einige sind da drin, wie zum Beispiel hier Cloudera oder Data Coral. Die sind da jetzt drin, die verarbeiten personenbezogene Daten, sind aber nicht in dieser Liste hier vorhanden, also sind noch nicht im Data Privacy Framework Programm mit drin. Und damit wäre jetzt, Stand heute, immer noch die DSGVO-Erfordernisse nicht erfüllt. Das muss man jetzt also selber mal bewerten, ob das jemandem das Risiko wert ist, das so zu machen. Aber vielleicht tut sich da noch was. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier regelmäßig mal reinzuschauen. Wie gesagt, der größte Vorteil an Substack ist, man kann super schnell starten. Man kann auch kostenlos damit erstmal arbeiten. Wer allerdings jetzt selbst einen Newsletter auch als Business betreiben möchte, dem würde ich dann doch empfehlen, wahrscheinlich einen anderen Newsletter zu machen, allein schon aus Branding-Gründen. Ich hatte hier mal bei lsww.de einen Artikel geschrieben über 12 E-Mail-Marketing-Tools aus der EU, die auch also wirklich EU-basiert sind. Hier sind so ein paar meiner Favoriten drin, wie zum Beispiel Brevo, GetResponse aus Polen, MailDropper aus Deutschland. Ist ein sehr cooles Tool, relativ einfach. Man kann mit diesen Tools viel, viel mehr machen, auch Automations zum Beispiel bauen. Also wenn dann Flows bauen, wenn also jemand sich zum Beispiel über Formular XY eingetragen hat, dann soll der alle 3 Wochen eine E-Mail bekommen mit einem Inhalt dazu. Oder so klassische Drip-E-Mail-Kampagnen kann man damit auch machen. Das ist auf jeden Fall hier eine komplexere Lösung. Wer will, kann sich also diesen Artikel hier einfach mal anschauen und da vielleicht eine Lösung suchen. Ich selber mache das mit Ghost. Ghost ist ein CMS, also sowas wie WordPress, auch ein Open-Source-System, was eigentlich ein Blogging-System ist. Aber das Schöne ist, innerhalb von Ghost kann man auch E-Mails verschicken. Und das Ganze ist auch fast kostenlos. Ich zeige das mal hier im Backend. Ich bin jetzt hier in einem Blogpost drin. Das sieht also so ähnlich aus wie jetzt bei Substack oder Medium. Also ich kann hier eben rein, kann hier irgendwas schreiben. Hallo, hier ist mein Newsletter. Und der Vorteil ist, man kann jetzt, wenn man das publishen möchte, nicht nur als Artikel das online schalten, sondern eben auch als E-Mail-Newsletter verschicken. Und das Ganze kann man schon sehen, wenn man hier zum Beispiel mal über diese Preview geht. Da zeigt mir im Moment jetzt Ghost an, so würde das Ganze als Artikel aussehen und so würde das Ganze eben als E-Mail aussehen. Es gibt hier oben ein Subject, also eine Betreffzeile und kann dann eben hier auch über ein, ich sag mal, mäßig veränderbares Template, man kann also hier entscheiden, soll das hier oben so rein oder nicht rein. Aber es ist im Prinzip sehr ähnlich wie das, was Substack anbietet und genau, wenn man eben dann hier oben auf Publish klickt, gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das jetzt nicht publishen, ich möchte das nur per E-Mail verschicken und kann mir dann aussuchen, so wer sind dann hier meine Empfänger jetzt und könnte dann hier jetzt eine entsprechende Liste suchen. Auch entscheiden, das sollen nur Paid-Leute sein, Free-Leute und so weiter und das Ganze kann auch gescheduled werden. Also relativ flexibel. Wie ich finde, die bessere Lösung zu Substack, weil man eben plattformunabhängig ist und alle Daten können halt bei mir gehostet werden. Wer Ghost mal selber sich anschauen möchte als Option, ich habe dazu einen eigenen Artikel geschrieben. Und was auch sehr cool ist, Mailgun, was mit Ghost funktioniert zusammen, ist also ein E-Mail-Sender. Die haben jetzt selber keine super schöne Oberfläche, aber man verbindet einmal quasi per API-Schnittstelle seinen Ghost-Account mit dem Mailgun-Account und kann dann darüber E-Mails verschicken. Und die ersten 1000 E-Mails jeden Monat sind darüber auch kostenlos und danach kosten alle weiteren 1000 E-Mails über Mailgun nur $1. Und das ist also für mich auf jeden Fall der Preis wert, also nicht ganz so günstig wie Substack, aber wer jetzt auch nicht so viele Newsletter-Abonnenten gerade am Anfang hat, für den ist es wahrscheinlich preislich kein Unterschied. Der große Unterschied ist aber alles eben meine Daten, die auch dann auf meinem Server in meinem deutschen gemieteten Rechenzentrum liegen und da wird also nichts irgendwie kreuz und quer durch die USA verarbeitet. Also, das war mein kurzer Take zu Substack. Wie gesagt, coole Lösung, Datenschutz, so lala. Wenn das was für dich ist,
Probier es einfach mal aus, ist kostenlos und ansonsten freue ich mich, wenn du dir die anderen Artikel mal anschaust und die vielleicht bei deiner Recherche auch mit berücksichtigst. Dann bis zum nächsten Mal.